Hallo Leute, mein neues Gruß an euch, meine erste Sendung in den 20er Jahren. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Und wir kommen aber gleich zum Thema. Thema heute ist ein paar Reflexionen so rund um die Frage, wie grün ist eigentlich die grüne Revolution, die wir jetzt gerade so erleben? Green Deal, Green Tech und so weiter. Wie grün ist es eigentlich wirklich? Ich war vor ein paar Tagen war ich auf einer kleinen Party zwischen den Jahren, wie man so sagt, wobei es auch eine komische Formulierung ist. Aber ihr wisst, was ich meine. Irgendwo an den Feiertagen zwischen Weihnachten und Silvester war ich bei Freunden auf einer Party, haben schön gegessen, gebruncht. Und die wohnen in einem sanierten Altbau, wie die meisten Stadtwohnungen sind. Schöne Stadtwohnung, aber halt also ein Altbau, ich schätze mal so 20er Jahre müsste das Gebäude gewesen sein, aber saniert, neu saniert. Und was mir einfach auffällt, immer wieder, und das war eben jetzt auch vor ein paar Tagen so, wenn ich mich da gerade im Winter, wenn ich mich in so einer Wohnung längere Zeit aufhalte, so nach 3-4 Stunden bekomme ich wirklich so ein großes Bedürfnis, ey, ich muss mal raus, ich muss mal in die frische Luft. Obwohl da nicht geraucht wird und die Luft gut ist und so weiter, aber ich habe einfach das Gefühl, ey, ich muss mal raus so. Bei meiner Frau ist es genauso, die kriegt da richtig Kopfweh nach 3-4 Stunden. Und ich frage mich, an was das liegt. Und ich habe so ein bisschen den Verdacht, es liegt an dieser Dämmung, die man um diese Häuser packt. Ich selber wohne auch in einem Altbau, auch schon, aber halt teilsaniert. Also ich habe nicht mehr die alten Fenster drin, aber im Grunde genommen das Mauerwerk und die Fassade ist original, so wie sie gebaut wurde. Also es ist halt ein Backsteinbau. Und mein Verdacht ist, diese Isolationen, die wir heute um Häuser rumpacken, das hat nachteilige Auswirkungen auf sowas wie das Raumklima. Ich weiß, das klingt vielleicht für manche von euch komisch, aber aus meiner Sicht ist es so, ein Gebäude atmet auch. Also es gibt dort auch einen Austausch. Und ich verstehe natürlich den Ansatz, ein Gebäude zu dämmen, damit wir Heizkosten sparen. Das ist völlig richtig. Ja, da bin ich voll dabei. Wo auch immer es geht, sollten wir sparen und nicht verschwenderisch mit Energie, Ressourcen, überhaupt mit dem Leben umgehen. Also ich meine, das ist schon okay, da bin ich auch voll dabei. Und ich selber bin auch ein Mensch, der schon immer eher weniger Energie verbraucht, glaube ich, als andere. Also bei mir wird nicht so viel geheizt und so weiter. Aber auf was es mir jetzt hier geht, ist, es findet in so einem Raumklima braucht es mehr als jetzt nur Temperatur. Es ist auch, wie soll ich das sagen, so eine Art Energiefluss. Nennt es Prana oder sowas oder Chi, wie es die Chinesen genannt haben, wenn euch das jetzt nicht zu exotisch klingt. Aber es geht darum, dass dieses Haus halt nicht atmet. So würde man es vielleicht in unserer Sprache ausdrücken. Ja? Und das liegt letztens an dem Material. Was für Material ist es? Ich meine, du siehst es ja allenthalben, wenn Häuser saniert werden. In Chemnitz sehe ich das jeden Tag. Dann sind es zum Teil solche dicken letztendlich Styroporplatten. Ja, also heißen vielleicht ein bisschen anders, aber im Grunde genommen ist es sowas. Und was ist das? Das ist Plastik. Das ist Plastik mit irgendwelchen Luftverschlüssen drin. Klar, isoliert gut, aber es isoliert halt auch alles andere. Es kreiert eine ungesunde Atmosphäre. So. Also, und ich spüre das total, wahrscheinlich, weil ich in diesem Kontrast eben bin, weil ich selber so lange in einem atmenden Haus lebe, merke ich diesen Unterschied so stark. Also fällt mir halt auf. Und dann frage ich mich eigentlich bei ganz vielen Technologien, die jetzt so kommen, die uns so als grün verkauft werden, die sind eigentlich gar nicht wirklich grün. Weil, was heißt das grün? Also grün, das ist ein geschicktes Framing, wie man heute das nennt, oder es ist eine geschickte Kodierung. Denn grün, damit assoziieren wir alle natürlich, grün, das ist Natur, das ist der Wald, das sind die Pflanzen. Das ist, was wir als grün sofort empfinden. Und wenn ich etwas dem Label gebe, grün, dann ist das automatisch erstmal was Positives. Jetzt gerade in unserem Zeitgeist, wo halt Umweltschutz schon eine große Rolle spielt. Und es ist aber aus meiner Sicht nicht grün, ein Haus so zu isolieren. Damit schaffst du keinen grünen Wohnraum. In dem Fall könnte man es vielleicht auch anders machen und machen auch manche Leute vielleicht. Du kannst andere Materialien nehmen, du kannst vielleicht Stroh nehmen oder sowas. Das isoliert auch die Temperatur, die Wärme, lässt aber andererseits die feinere Energie, wie auch immer du es nennen magst, lässt es halt durch. Ja? Das wär dann vielleicht eher grün. Aber so mit Plastik etwas einkleiden, ist nicht grün. Versteht ihr? Das ist ein Widerspruch zur Natur. Und wenn man da so drüber nachdenkt, dann finde ich, sieht man das bei ganz vielen Dingen. Nehmen wir die Windräder, ja, die heute wirklich auch das Bild von unserem Land prägen. Es ist schon mal ein Eingriff in die Natur, schon mal rein optisch. Das ist schon mal das Erste. So. Es harmoniert nicht mit der Natur. Und das Nächste ist, auch dort haben wir
haben wir einen Haufen von Baumaterialien, die wir dort in die Landschaft verpacken. Es trägt zur Bodenversiegelung ein. Früher oder später muss man so ein Windrad wieder rückgebaut werden. Da fällt ein Haufen an. Nicht nur der Stahlbeton, das ist nichts Neues, sondern es sind auch diese Rotorenblätter. Da ist bis jetzt noch gar nicht richtig klar, wie entsorgt man die eigentlich. Das sind halt auch Materialien, wie wir sie auch so in der Natur nicht finden, sondern das ist, bei den Rotorblättern ist es meistens, glaube ich, so Verbundstoffe aus Kohlefaser. Das Zeug, irgendwann musst du damit auch wieder umgehen und das auch wieder irgendwie entsorgen. Und okay, da kann man sich vielleicht verbessern, da kann man vielleicht auch noch Recycling-Wege finden, das halte ich auch für möglich. Vielleicht kann man Dinge verbessern, aber ich möchte nur darauf hinweisen, auch dort kreieren wir sozusagen neue Probleme. Bei den Windrädern gibt es aber noch ganz andere Dinge. Es hieß ja immer, die Vögel würden sich davon fernhalten. Aber die Wahrheit ist eine andere. Windräder töten Vögel. Und zwar nicht zu knapp. Das sind ganz schön viele. So. Gibt es einige Leute, die es auch dokumentiert haben, so Naturschützer, die dann da auch die toten Vögel einsammeln rund um Windräder. Ey, eine Technologie, die Vögel tötet, kann nicht grün sein. Versteht ihr? Das ist nicht grün im Sinne von in Harmonie mit der Natur. Dazu kommt auch noch, und das ist jetzt vielleicht für manche Leute auch ein bisschen schwerer greifbar, dass diese Verwirbelung, diese Luftverwirbelung, die haben vielleicht auch noch gewisse Konsequenzen. Das sind zum einen Berichte von Leuten, die in der Nähe von Windkraftanlagen leben, die sagen, hey, boah, das ist so eine Art Schallwelle, also ein Ton, der erzeugt wird, vielleicht gar nicht hörbar, vielleicht passieren auch noch Dinge im Infraschallbereich. Auf jeden Fall kreiert es gewisse Schwingungen, so, die Einfluss nehmen auf Menschen. Menschen berichten, sie kriegen dort auch Kopfschmerzen, Konzentrationsverlust und so weiter und so weiter. Also offensichtlich gibt es da eine Wechselwirkung. Schon allein durch diese Schallwellen, die kreiert werden. Und vielleicht hat es auch noch weitere Konsequenzen. Ich meine, jede Art von Luftverwirbelung setzt da was aus. Ich meine, wir können das machen. Versteht ihr? Ich will jetzt hier nicht dogmatisch reden. So. Und wir können in dieser Welt eingreifen. Wir haben den Kopf bekommen und wir haben unsere Hände bekommen. Wir können diese Welt gestalten. Aber es ist auch okay, irgendwie die Windkraft zu nutzen. Aber wenn wir das in so einem riesen Ausmaß machen, muss man auch die Frage stellen, ob diese Luftverwirbelung, ob das nicht irgendwelche negativen Konsequenzen auch noch hat. Worauf ich da hinaus will, und das ist ja auch nur eins von vielen Beispielen, wird vielleicht noch ein bisschen deutlicher bei Wasserkraft. Wasserkraft ist auch grüne Energie sozusagen. Und klar, es ist Wasserkraft, auch ein ganz altes Prinzip. Wo der Fluss fließt, können wir ein Mühlrad hinbauen und dann nutzen wir diese Kraft. Daran ist nichts verwerflich, das ist völlig okay für mich. Wie gesagt, Natur ist jetzt nichts, was wir nicht anfassen dürfen, was nur steril bleibt und wir sind nur Schädling. Nein, wir können uns das nutzen so. Aber auch da, so wie bei uns Wasserkraftanlagen laufen, ist es ja nicht damit getan, dass man einfach nur an ein bestehendes Gewässer sein Rad mit einklingt und ein bisschen Energie erntet sozusagen, sondern es werden in den meisten Fällen riesengroße Stauseen angelegt, zum Teil mega groß. Man erinnert nur mal an den Hoover-Staudamm in den USA, den haben sie da in den 30ern gebaut, war übrigens auch im Grunde genommen eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme im Rahmen des New Deal. Ja, also so ein Megaprojekt. Wir sehen solche Staudämme in Indien oder jetzt ganz neu, der bekannteste vielleicht ist jetzt der Drei-Schluchten-Staudamm in China. Hey, diese Staudämme, Assuan-Staudamm könnte man auch noch nennen, im Nil in Ägypten. Diese Staudämme, das sind Rieseneingriffe in die Natur. Ich meine, offensichtlich kannst du sehen, da entstehen Stauseen, die sind zum Teil 100 Kilometer weit. Da versinken ganze Landschaften so, die eigentlich nicht unter Wasser gehören. Das ist für mich die Frage, ist das grün in dem Sinne? Grün im Sinne von in Harmonie mit der Natur, wenn du Flüsse so aufstaust. Erinnert euch, was ich euch letztens erzählt habe, hier noch im letzten Jahr, wo ich so versucht habe aufzuzeigen, dass diese Welt beseelt ist, in allen Dingen. Erinnert euch, was ich über die Flüsse erzählt habe. Die Flüsse haben in ihrem Flusslauf auch eine Harmonie. Die ist natürlich da. Ey, wenn du jetzt da so einen riesen Staudamm baust und den auf 100 Kilometer anstaust, was machst du mit dem Fluss? Du bist nicht in Harmonie mit dem Fluss. Das ist, was ich damit sagen möchte. Das ist nicht grün. Du bist nicht in Tune mit dem Fluss. Und jetzt für wirklich Naturvölker, wie beispielsweise Indianer, deswegen verstehen die es auch nicht und sagen, hey, was macht ihr mit dem Fluss? Ihr raubt dem Fluss die Seele. Und wir modernen Menschen, wir lachen natürlich, der Fluss hat eine Seele. Aber er hat eine Harmonie und in die greifst du ein. Verstehst du? Das ist keine grüne Technologie für mich, sondern, und auch da, ich mache da kein Dogma draus. Natürlich können wir Wasserkraft nutzen, aber diese großen Projekte, die dann auch wirklich den nötigen Strombedarf, den wir haben, so decken, das ist nicht grün. Das ist nicht im Tune mit der Natur. Was haben wir noch für Beispiele? Ach ja, was jetzt auch ganz aktuell ist, natürlich voll im Trend, ist E-Mobilität.
E-Scooter, E-Autos und so weiter. Und klar, da liegt auch der Vorteil erstmal auf der Hand, keine Abgase in den Städten. Das ist schon mal gut. Aber letzten Endes ist es ja nur eine Verlagerung. Ja? Denn auch diese Fahrzeuge brauchen natürlich Strom, brauchen Energie und der kommt aus der Steckdose, aber was hängt da dran? Ein Kraftwerk. Das ist nur das eine. Aber das andere, was ich auch meine, und es ist fragwürdig, wie da die Energiebilanz wirklich ist. Ich bin jetzt kein Physiker, ich kann das jetzt nicht so genau sagen, aber ob das jetzt wirklich effektiver ist, zuerst in einem Kraftwerk den Strom zu erzeugen und dann in die Autos zu bringen oder ob man in dem Auto selbst einen Energieerzeuger, einen Motor hat, sei jetzt mal dahingestellt. Ich bin auch da kein Techniker, das ist jetzt nicht mein Gebiet. Aber was ich sehe, wenn es darum geht, Green Tech, Elektromobilität, wenn ich mir das anschaue, dann gibt es da Geschichten von spontanen Entzündungen. Diese ganzen Batterie- und Akkusysteme, das ist keine grüne Technologie. Das ist alles voller Chemikalien, das ist ein Produkt der Chemieindustrie. Da sind Rohstoffe drin verbaut, die auch wieder aus irgendwelchen exotischen Ländern herkommen. Also auch Rohstoffe brauchen wir wieder dafür, neue. Da entstehen schon wieder neue Abhängigkeiten. Da müssen wir natürlich auch dann die Weltmärkte kontrollieren, damit wir immer schön den Fluss an Rohstoffen haben. Wie war das vor ein paar Jahren? Irgendein Bundespräsident hat es doch gesagt, das ist dem mehr oder weniger rausgerutscht. Da ging es, glaube ich, auch um die Einsätze der Bundeswehr in Afghanistan oder sonst wo auf der Welt. Und da hat er dann, ich weiß auch nicht mehr, wer es war, ein Bundespräsident, könntest du einen Kommentar schreiben, fällt mir spontan nicht mehr ein, der dann gesagt hat, naja, das ist die Aufgabe der Bundeswehr, international die Handelswege abzusichern. Ups, das ist mal versprochen. Vorher hieß es immer Landesverteidigung. Wir haben schon immer gesagt, hier geht es nicht um Verteidigung, sondern es sind auch Wirtschaftskriege, in denen wir beteiligt sind. Und wenn wir jetzt wieder in Abhängigkeit geraten von neuen Rohstoffen und seltenen Erden und pipapo, dann entstehen nur wieder diese neuen Abhängigkeiten. Dann müssen wir dafür sorgen, dass die Chinesen, die bösen Chinesen nicht an unsere Rohstoffe kommen, die irgendwo in Zentralafrika sind. Ne? Da sieht man schon, auch das ist nicht in Tune, das ist nicht in Tune mit der Natur. Diese ganze Elektromobilität, das kann ja noch was werden. Ich will das ja nicht in Abrede stellen, aber Stand jetzt ist es so, dass es diese ganze Batterie-Akkutechnik, da ist ein Haufen Gift drin, ein Haufen Chemikalien, Rohstoffe, Plastik, das ist keine grüne Technologie. Gäbe es denn vielleicht auch grüne Technologie? Also wirklich grüne? Ich glaube schon. Das ist nur Stand jetzt, kann ich da jetzt auch nichts bieten. Ja. Letztens dreht sich ja alles um Energie. Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Es dreht sich alles um Energie, weil wir Menschen brauchen Energie für ganz viele Dinge. So. Und ich will auch nicht, es ist auch keine Lösung für uns, dass wir sagen, wir leben jetzt völlig ohne Energie, ohne Strom, ohne Heizung. Das ist kein Weg zurück. Wir sollen schon irgendwie nach vorne schreiten. Im Moment brauchen wir Energie. Die Frage ist, wie erzeugen wir sie? Und da sage ich schon seit Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten, lass uns doch mal einen anderen Weg verfolgen. Ich kann Ihnen jetzt noch keine Lösung präsentieren, aber es geht darum, andere Energien sich zunutze zu machen. Stichwort freie Energie. Und ich weiß, da gibt es jetzt noch keine praktikable Lösung, zumindest keine, zu der wir Zugang haben. Aber meiner Meinung nach hätten wir da schon längst dran forschen sollen, mehr in die Richtung gehen. Das wäre grüne Technologie. Grüne Technologie ist, so wie es ein Viktor Schauberger formuliert hat, also in Harmonie sein mit dem Wasser. Verstehst du, nicht gegen das Wasser arbeiten, sondern mit dem Wasser. Ihr dreht falsch, hat das genannt. Das kann man wirklich so als symbolische Aussage schon fast werten. Ihr dreht falsch, wir bewegen uns da in die falsche Richtung. Und wir sind vielleicht schon im 19. Jahrhundert da falsch abgebogen. Da gab es diese Pioniere wie Nikolaus Tesla und so weiter. Die haben schon den Weg gewiesen. In diese Richtung hätten wir weitergehen sollen. Dann würden wir vielleicht tatsächlich zu einer auch Energiewirtschaft kommen, die in Harmonie ist mit der Natur. Und die dann wirklich eine echte grüne Technologie wäre, die eben keinen Dreck macht, die aber auch nicht irgendwelche Rohstoffe benötigt, die auch nicht irgendwelche Sondermüll kreiert, sondern die in Harmonie ist. Den Weg hätten wir schon lange gehen können. Noch sind wir da nicht, das weiß ich schon, aber lass uns doch mal in diese Richtung gehen. Ich vertraue auch immer darauf, auf unsere Ingenieurs- und Innovationskraft. Also gerade wir auch in Europa, das sollte eigentlich unser Weg sein. Wir haben ein Problem, wir wollen irgendwas verändern und wenn wir als Problem analysieren, und da bin ich ja voll bei euch, diese ganze industrielle Revolution und so weiter hat halt viel auch zerstört und schadet der Umwelt, da bin ich voll dabei. Dann lass uns Lösungen finden, neue Lösungen, wie wir diese Dinge verbessern. So. Aber das, was jetzt kommt, das ist eben keine wirklich neue Lösung, sondern das ist das ist dieselbe materialistische Wissenschaft. Das ist, was es ist. Das sind diese Windräder, das ist diese Akkutechnologie, so wie die im Moment ist, kann ich das nicht grün nennen. Das wird alles jetzt nur noch reduziert auf die Frage CO2.
Darauf reduziert sich alles. Grün gilt, was halt nicht CO2 irgendwie den Anteil erhöht oder stärkt. Und es geht schon so weit, da habe ich letztens in einem Artikel so einen Kommentar oder so in der Zeitung gelesen, und da hat einer geschrieben, wir müssen einen Schluss machen mit der Kohlenstoffära, also wo alles so auf Kohlenstoff geht. Ey, ich bin auch dabei. Diese ganze Geschichte mit der Industrialisierung war schon ein falscher Weg. Und ich habe euch erst vor kurzem auch aufgezeigt, wo das meiner Meinung nach herkommt und aus welchem Weltbild es kommt. Ja? Hier diese ganze Geschichte von den in Birmingham, von der Lunar Society. Da kommen diese ganzen Ideen her. Die haben Industrialisierung auf den Weg gebracht. Und das ist Industry, hat mit Staub zu tun, purer Materialismus. Dass wir uns davon verabschieden, hey, das fordere ich schon lange. Aber da, wo wir jetzt hingeschoben werden, das ist im Grunde genommen von derselben Medaille die andere Seite. Das ist aber derselbe Irrtum. Es ist aber keine ganzheitliche Wissenschaft. Es ist kein ganzheitliches Rangehen und Verstehen, was Natur, was Energie ist und was auch die Wechselwirkungen sind und auch wo der Mensch dort seinen Platz hat. Sondern das ist im Grunde genommen auch nur faustische Technologie. Und dieser Fokus auf das CO2, und wie es der Typ da in dem Kommentar gesagt hat, wir müssen uns verabschieden von dieser ganzen Kohlenstoffkultur. Ganz ehrlich, ich witter das in mir drin. Das zeigt auch schon wieder diese Zerrissenheit, die wir Menschen haben. Denn Kohlenstoff, das ist das Hauptelement, aus dem wir überhaupt bestehen. Das ist für die Biologie auf dieser Welt ist Kohlenstoff absolut essentiell. Joni Mitchell hat so einen schönen Song geschrieben, Woodstock heißt der. Und da singt sie unter anderem: We are stardust, we are golden, we are million-year-old carbon. Das ist, was wir sind, Sternenstaub, aber goldener Sternenstaub. Und wir sind Millionen oder Milliarden Jahre altes Carbon, also Kohlenstoff, was sich immer wieder neu zusammensetzt. Ey, wenn man jetzt da sagt, wir müssen uns von einer Kohlenstoffkultur verabschieden, weiß ich nicht. Da irritiert was in mir. Und ich kritisiere die Industrialisierung und diese ganzen Strukturen ja schon jahrzehntelang. Aber wenn es hier um diese Geschichte geht mit Green Tech, ganz grundsätzlich, etwas zu verbrennen, ist meinetwegen fast noch näher an der Natur als diese komischen chemischen Batterien und so weiter zu starten. Ruß ist etwas Natürliches erstmal. Asche ist auch etwas Natürliches. Es ist nicht grundsätzlich etwas Böses, Schlechtes, Giftiges. Ja? Also nicht so giftig wie irgendeine Chemikalie oder sowas. Ja? Sondern Ruß ist tatsächlich Teil der Erde. Erinnert euch, habe ich auch letztens doch irgendwas erzählt, mal, wo es auch ging um das Jahr ohne Sommer. Wann war es? 1840, 1842 oder sowas. Da ist ein Vulkan ausgebrochen auf der anderen Seite der Welt, irgendwo in Indonesien. So viele Rußartikel sind rausgekommen. Versteht ihr? Das ist Natur auch. Das von vornherein so zu verteufeln und diese ganze Frage Umweltschutz auf diesen Fokus zu legen von Kohlenstoff, CO2 und so weiter, ist meiner Ansicht nach auch schon letztens am Thema vorbei. Weil, und auch das ist eigentlich eine Banalität, wir wissen es, CO2, das ist per se nichts Böses. Sondern CO2 ist gleichzeitig die Hauptnahrung für alle Pflanzen, wiederum für Grün. Versteht ihr? Grüne Technologie heißt, dass wir in Harmonie kommen mit der Natur. Und zum Schluss nur noch vielleicht eins, was ich da noch anstoßen möchte, weil ich da auch eine ganze Sendung schon mal drüber gemacht habe, über den Urzeitcode. Und da ging es auch genau um die Frage Urzeitcode versus Genetik. Genetik gilt auch als Green Tech, Biotech. Das klingt alles so schön, da wird das so verpackt. Aber da ist es genau auch diese Front, wenn du willst. Da hast du auf der einen Seite, siehst du diese Gentechnologie, das ist faustische Technologie. Die greift ein in Dinge, die sie gar nicht richtig versteht, bringt Dinge durcheinander. Sie kann sie nicht richtig verstehen, weil man eben das feinstoffliche, geistige, seelische komplett ausklammert und alles Leben auch als einen reinen materialistischen, biochemischen Prozess deutet. Da kannst du natürlich nicht die Wahrheit erkennen. Ja, und daraus entsteht dann diese ganze Gentechnologie. Der Gegensatz dazu wäre in dieser Idee von dem Urzeitcode. Und das ist ja nur, Urzeitcode, ich habe es damals auch beschrieben, ist ja nur eine Tür, die aufgeht. Das steckt in den Kinderschuhen. Aber diese Tür sollten wir weitergehen. Da kommen wir vielleicht zu wirklich einer grünen Technologie. Und da gibt es noch viel mehr. Ich meine, bei der Energiefrage auch, erinnert euch an Pons und Fleischmann, Ende der 80er Jahre, die auch etwas präsentiert haben. Und wenn man das weiterverfolgt hätte, wer weiß, vielleicht würde das unsere Energieprobleme lösen können, ohne dass wir
dass wir Ruß kreieren, ohne dass wir Rohstoffe en masse irgendwie verbrauchen müssen, die wieder irgendwo anders herkommen, die dann auch wieder soziale Probleme kreieren. Diese Rohstofffrage, ich habe es angesprochen, das ist auch dann das Futter für Kriege. Da geht es dann die meiste Zeit um Rohstoffe und Kontrolle über Wirtschaftswege und so weiter. Das ist, um was es geht bei Kriegen. Ja. Selten geht es wirklich um Ideologien oder Religionen. Das ist immer nur auf der Oberfläche. Im Grunde geht es halt um Wirtschaftswege, Kontrolle von Wirtschaft. Ja, und das zeigt halt auf, wir könnten da einen ganz anderen Weg gehen. Klar, die Probleme sind noch nicht alle gelöst. Ich kann nicht sagen, benutzen wir doch das. Aber es gibt schon ganz viele andere Technologien und es gibt super viele Ansätze. Und es ist einfach mal ganz grundsätzlich, braucht es einen Bewusstseinswandel. Und wenn du als Mensch die Welt ganzheitlich siehst, dann forschst du auch in eine andere Richtung. Da kommen auch andere Ergebnisse raus, ein ganz anderer wissenschaftlicher Weg. Und da sollten wir mal schauen. Weil das, was wir jetzt im Moment machen, dient ausschließlich dazu, diese CO2-Geschichte, das CO2 zu reduzieren. Und damit meinen wir, das wäre alles grün. Aber die Dinge, die ich sehe, das ist nicht grün. Ne? So wie wir jetzt unsere Häuser bauen, das ist nicht grün. Das ist nicht lebensbejahend, lebensförderlich. Und das sage letztens nicht nur ich, das sagen auch Leute, die sich in dem Metier vielleicht noch besser auskennen. Frag mal irgendeinen Asiaten, der sich vielleicht so mit... wie nennt man das gleich nochmal, wie die so, wenn ihre Häuserbau auch ausrichten auf diese Dinge, Feng Shui was, glaube ich, ja. Frag doch den mal so, was der davon hält, wenn du ein Haus mit Plastik einkleidest. Was macht's mit dir als Mensch, wenn du dich nur in Plastikklamotten hüllst und so? Kannst du es auch merken, ja. Während Wärmen tun uns vielleicht natürlichere Stoffe auch, ja. Ja, so viel dazu. Es sind nur ein paar Reflexionen, sind nur mal ein paar Gedankenansätze zum Thema, wie grün ist eigentlich unsere Green Tech, Green Deal, Green Revolution wirklich? Weil das ist eins der Themen, mit denen wir uns jetzt in diesem Jahrzehnt, in den 20ern, auseinandersetzen. Jo, freut mich, dass ihr auch in diesem Jahrzehnt wieder bei uns dabei seid, dass ihr eingeschaltet habt. Unterstützt uns weiterhin und bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.